Philippinen. 7000 Inseln im südchinesischen Meer und Heimat von 100 Millionen Menschen. 30% von ihnen leben unter der Armutsgrenze. Guten Tag, mein Name ist Tobias Schüssler und ich bin der Gründer der Global Micro Initiative. Als ich das Jahr 2012 auf den Philippinen verbracht habe, bin ich zum ersten Mal mit extremer Armut in Berührung gekommen. Dass Menschen im Müll und vom Müll leben müssen, hat mich zutiefst schockiert. Wie verzweifelt müssen sie sein, dass sie teilweise sogar ihre eigenen Kinder verkaufen, nur um den Rest der Familie zu ernähren. Auch als ich wieder zurück in Deutschland war, hat mich das nicht losgelassen. Ich wollte etwas tun, um zu helfen. Und zwar so, dass es ihnen langfristig besser geht. Nach einiger Recherche stieß ich auf das Konzept der Mikrokredite, das mich sehr bald überzeugte. Das sind sehr kleine Kredite zwischen 5 und 500 Euro, die an Menschen vergeben werden, die selbst keinen Zugang zu Banken hätten und deren Einkommen, falls überhaupt vorhanden, nicht ausreicht, um entweder die eigene Familie hinreichend zu versorgen oder selbst ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Mikrokredite werden außerdem ausschließlich für Geschäftszwecke vergeben, sodass eine Rückzahlung überhaupt möglich ist und den Leuten langfristig hilft. Warum Kredite? Erfahrungen zeigen, dass sich Menschen oft schämen, auf Almosen angewiesen zu sein. So wurden gut gemeinte Geschenke entweder einfach nicht benutzt oder sogleich wieder weiterverkauft. Kreditprojekte dagegen schaffen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und geben den Menschen auch oftmals neues Selbstvertrauen. Zwar werden die Projektteilnehmer während der Rückzahlungsdauer intensiv begleitet und erhalten Schulung, doch letzten Endes der Erfolg ihrer Unternehmung hängt komplett von ihnen ab. Ist ein Kredit zurückbezahlt, kann er außerdem sogleich wieder für ein neues Projekt verwendet werden. Derselbe Betrag hilft also mehrfach. 2013 habe ich angefangen, in Heilbronn BWL zu studieren. Das war eine große Hilfe beim Entwickeln eines eigenen Programms. Außerdem lernte ich dort Marion Schwierz kennen, die mir heute als Vorstand zur Seite steht. Hallo, als Tobias mir damals von seinen Projekten erzählte, war ich gleich Feuer und Flamme. Ich wollte mehr darüber erfahren und ich war sehr begeistert darüber, dass ein solch junger Mensch solche Ziele verfolgt und auch wirklich dahinter steht. Ich wollte mich schon lange sozial engagieren, wusste aber nie genau, wie ich das am besten anstellen konnte. Also hat mich Tobias quasi genau an der Stelle abgeholt, an der ich gestanden hatte. Zu Anfangs wollte ich eigentlich nur spenden oder ein bisschen helfen beim Spendensammeln. Aber um eine Organisation gründen zu können, fehlte ihm noch ein Vorstandsmitglied. Da musste ich nicht lange überlegen bzw. überzeugt werden. Dann willigte auch noch unsere heutige Partnerorganisation auf den Philippinen ein, das Programm gemeinsam zu starten. Somit war Global Micro Initiative geboren. Im September 2014 setzten wir unsere Ideen dann in die Tat um und ich flog wieder zurück auf die Philippinen. Kathy zum Beispiel lebt mit ihrer 6-köpfigen Familie in einer kleinen Hütte direkt am Strand, ohne richtigen Fußboden und ohne fließend Wasser. Ein Kredit von gerade mal 80 Euro reicht ihr aus, um ein eigenes Geschäft zu öffnen. Die Einnahmen aus ihrem Tante-Emma-Laden reichen aus, um ihre Tochter zur Schule zu schicken. Allein in den ersten 3 Monaten konnten wir schon 7 Kredite vergeben. Davon sind bereits einige zurückbezahlt worden. Und das hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Als gemeinnützige Organisation werden wir und unsere Projekte ausschließlich durch Spenden finanziert. Weder Project Life noch wir verdienen etwas daran. Die Idee ist ja relativ einfach, so funktioniert unsere Wirtschaft ja schließlich auch. Mich hat überrascht, wie einfach man Leuten helfen kann, ein Geschäft zu gründen. Und mit einer kleinen Spende, wenn es gut geht, hilft man diesen Leuten mehrfach und ihnen geht es langsam oder langfristig besser. Ich habe sowas in der Art ja in Mexiko auch schon erlebt und ich muss sagen, mir ist bewusst, dass die Leute da nicht reich werden davon, aber mit kleinen Beiträgen kann man dann schon sehr viel bewirken. Auch Sie können Teil der Global Micro Initiative werden. Unterstützen Sie uns durch eine Mitgliedschaft oder spenden Sie direkt an unsere Projekte.